Apple Arcade hat eine Reihe an wirklich guten Spielen zu bieten gehabt, die teils jedoch auf den iPhone verschollen bleiben. Ein paar dieser Perlen haben es inzwischen jedoch raus aus dem Apple-Kosmos geschafft und sind für andere Konsolen erschienen. Am 8. Juni hat auch Bleak Sword diesen Sprung geschafft und wurde als Bleak Sword DX neu aufgelegt und um einige Inhalte erweitert. Ob den Entwicklern dieser Sprung gelungen ist oder ob das Spiel lieber auf den iPhone hätte bleiben können, erfahrt ihr im kommenden Video. Zu Beginn des Spiels erfahren wir von einem Prinzen, der leider vom namensgebenden Bleak Sword besessen wurde. Unser Hauptcharakter, in Form eines etwas pixeligen Strichmännchens, macht sich auf den Weg, die untergehende Welt vor diesem Prinzen zu retten. Und dann sind wir erstmal auf uns alleine gestellt und lernen in immer und immer schwerer werdenden Levels das Kämpfen. Dabei bietet uns das Spiel handytypisch keine offene Welt, aber auch keine Areale oder sonstiges, sondern einfach nacheinander abfolgende kurze Level. Ein Prinzip, das wirklich absolut jeder kennen sollte, der ein paar Handyspiele in seinem Leben gespielt hat. Anfangs sind diese Level auch ein wenig enttäuschend, da sie wirklich nur sekundenlang sind und gar keine Herausforderung bieten. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Denn im Laufe des Spiels zieht der Schwierigkeitsgrad enorm an. Bleak Sword ist bei weitem kein leichtes Spiel und erinnert stellenweise an folgendes Spiel von From Software. Zum einen liegt es an der Menge, in der man in dem Spiel stirbt, denn die ist enorm. Zum anderen liegt es aber auch an einem im Kern grundsätzlich ähnlichen Kampfsystem. Bei Bleak Sword hat man nämlich einen leichten sowie einen schweren Schlag, eine Ausweichrolle sowie eine Möglichkeit zu parieren, die ihr euch merken solltet, und das alles unter einen bei jeder Aktion sinkenden Ausdauerbalken. Das war's. Man bekommt keine Fähigkeiten dazu und auch sonst gibt es nichts, was diesen Minimalismus lösen würde. Ebenfalls gibt es keine Waffen und auch keine Ausrüstungsgegenstände. Einzig 2 Slots für zufällig findbare Items verschiedener Arten bietet das Spiel. Ebenfalls gibt es ein Stufenaufstiegssystem, um den Begriff Level nicht doppeldeutig zu verwenden, doch dazu später noch einmal mehr. Das hört sich erstmal kritischer an, als es gemeint ist, denn in diesem sehr simplen System liegt eine große Stärke des Spiels. Alles ist skillbasiert, denn man kann sich nicht besser ausrüsten. Das kann bei einigen Spielern jedoch auch zu einer Menge an Frust führen, da Bleak Sword zwar immer fair bleibt, aber auch immer an der Grenze zur Unschaffbarkeit vorbeischlittert. Nur die Bosse fallen einen Tick zu leicht aus. Wie eben angedeutet ist das Parieren besonders wichtig und der absolute Dreh- und Angelpunkt des Kampfsystems. Wenn man dieses nicht unter Kontrolle hat, dann weiß ich ehrlicherweise nicht, ob ein Durchspielen möglich ist. Denn Parieren ist enorm stark im Vergleich zu normalen Angriffen und kostet beispielsweise keine Ausdauer. Man ist einen Moment lang unverwundbar und der Schlag fügt auch noch mehr Schaden zu als mit einem normalen Angriff. Also sehr ordentlich. Bei wirklich vielen Leveln sitzt man da und stirbt immer und immer wieder, bis man jede Bewegung der Gegner verinnerlicht hat. Das kann man mögen, aber es kann auch echt anstrengend sein. Schafft man diese Level dann nach langem Probieren, bekommt man Erfahrung, die zu einem Stufenaufstieg führen kann. Diese Aufstiege bringen jeweils immer wieder ein wenig Leben, Angriff oder Rüstung. Mehr Werte gibt es nicht. Hier bleibt das Spiel sich dem Minimalismus treu und das ist im Kern eine gute Entscheidung, da komplexere Werte hier einfach nicht zum Spielprinzip gepasst hätten. Stirbt man, bevor man genug Erfahrung für einen Aufstieg beisammen hat, verliert man diese und hat noch eine Chance, das Level zu schaffen. Stirbt man erneut, ist sie für immer weg. Dieses System hat nicht nur Vorteile, da teilweise einfach die nötige Stärke fehlt, um ein Level angehen zu können und dann schon abgeschlossene Levels gegrindet werden müssen, um diese Erfahrung zu erhalten. Das ist leider sehr unspaßig, dadurch, dass selbst ältere Level ewig schwer bleiben und Tode beim Leveln sehr schmerzhaft sind. Es gab teilweise Abschnitte, bei denen ich gut eine halbe Stunde ältere Level immer und immer wieder replayed habe, um einfach eine Stufe aufzusteigen. Dann jedoch abgelenkt wurde und gestorben bin und die halbe Stunde an Grind einfach wieder weg ist. Ebenfalls blöd hieran ist, dass im Menü nicht sichtbar ist, wie viel Leben oder Erfahrung man hat, wodurch bei jedem Spielstart gerätselt werden muss, ob man gerade noch bis zum nächsten Level abgrinden muss, man sich heilen sollte oder ob man ein neues Level spielen kann. Bisschen blöd geregelt und zusammen mit den ungelungenen Aufstiegssystemen überhaupt mein größter Kritikpunkt an dem Spiel. Denn so muss ein so kurzes Spiel nicht designt sein und das hätte Bleak Sword eindeutig besser getan, wenn es sympathischer mit meiner Spielzeit umgehen würde. Und das gilt leider nicht nur für den Grind, sondern teilweise auch für die neuen Level, die nicht immer einen wirklichen Mehrwert bieten. Man sieht, dass das formelhaft daran gehalten wurde, jeweils 12 Level für 12 Welten haben zu wollen, auch wenn hier und da mal ein paar weniger gut getan hätten. Mit den Welten kommen ebenfalls immer wieder neue Spielereien mit rein, die das Kampfsystem ein klein wenig anpassen und frisch halten. Ein positiver Aspekt. Kommen wir nun zur Grafik. Denn die Grafik ist wie unschwer zu erkennen sehr minimalistisch. Es werden ausschließlich weiß, schwarz sowie unterschiedliche Graustufungen verwendet. Sofern wirklich Farbe ins Spiel kommt, handelt es sich hierbei um Rot. Mehr Farben werden nicht verwendet. Ebenfalls haben wir hier einen Pixel-Stil mit nahezu ausschließlich Strichmännchen in unterschiedlichen Arten. Es ist erstaunlich, was für eine Vielfalt an unterschiedlichen Charakteren mit dieser Stileinschränkung möglich war. Es ist auch tatsächlich immer wieder erkennbar, was für eine Art Gegner designt wurde. So kann man deutlich Skelette, Geister, Golems und sonstige voneinander unterscheiden. Die Umgebungen sind in allen der 12 Welten sehr unterschiedlich und immer wieder erstaunlich mit anzusehen.
Jede Welt hat eine andere Farbpalette, bestehend aus den immer wiederkehrenden Farbtönen und nutzt ein gänzlich anderes Design, wodurch nie etwas doppelt aussah und alles wirklich seine Daseinsberechtigung hat. Also alles in allem ein sehr gelungener Grafikstil. Etwas schade ist, dass der Modus, der alle Effekte etwas schöner machen soll, auf der Switch leider zu starken Rucklern führt. Auf anderen Konsolen sieht Bleak damit noch ein Ticken besser aus. Wenn man den Hauptmodus des Spiels in ca. 10 Stunden durchgespielt hat, gibt es noch ein paar weitere Modi, die man ausprobieren kann. Einer davon ist ein Boss Rush, in dem jeder Boss nacheinander, ohne zu sterben, besiegt werden soll. Ein anderer ist die Arena, in der man, zumindest nach meinen Recherchen, eine unendliche Anzahl an Wellen für den Highscore besiegen kann. Reicht das nicht, so gibt es noch einen weiteren Schwierigkeitsgrad für den Story-Modus sowie die Story des originalen Mobile-Ablegers, also eine Menge an Zeug. Kommen wir damit zum Fazit. Bleak ist ein Spiel mit sehr guten Kernen, der jedoch aufgrund der hohen Schwierigkeit und Frustrationsgefahr nicht für jeden etwas ist. Neben diesen Kernen gibt es noch eine Vielzahl an Spielmodi, jedoch keine Abwechslung vom eigentlichen Gameplay, bestehend aus Parieren und Rückschlägen, wodurch es auf Dauer ein wenig monoton werden kann. Ideen, um die Monotonie loszuwerden, waren da, allerdings sind diese nicht wirklich aufgegangen, was ein wenig schade ist, da das Spiel so ein kleines Stück nach unten gezogen wird. Empfehlenswert ist das Spiel jedoch für alle, die Spaß an schweren Spielen haben und mit dem Stil etwas anfangen können. Diese nischige Zielgruppe wird mit dem Spiel auf jeden Fall Spaß haben, der Rest muss nicht zuschlagen. Jedoch ist mit einem Preis von nur 10 Euro, der selbst im Indie-Segment billig ist, auch nicht wirklich viel Möglichkeit da, um zu meckern. Ich habe den Kauf auf jeden Fall nicht bereut. Hat euch das Video gefallen, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert mich auch, wenn ihr mehr sehen wollt. Dann bis zum nächsten Mal.